Hast du das Gefühl, dein Rücken ist wie eingerostet? Besonders morgens oder nach langem Sitzen? Oder du merkst bei bestimmten Bewegungen, dass dein Rücken blockiert wirkt oder nicht mehr so frei ist wie früher? Dann bist du nicht allein. Und heute geht es genau darum, wie du mit gezielten Mobilisations- und Dehnungsübungen wieder mehr Bewegungsfreiheit in deine Wirbelsäule bringen kannst. Egal, ob du viel sitzt, bereits Schmerzen hast oder einfach wieder geschmeidiger werden willst, Beweglichkeit ist ein wichtiger erster Schritt. Und falls du jemanden kennst, der sich über einen zu steifen Rücken beschwert, leite dieses Video gerne weiter. So kann die Person gleich starten und vielleicht schon heute spürbar mehr Beweglichkeit bekommen. Was bedeutet ein steifer Rücken? Viele Menschen beschreiben das Gefühl, als wäre der Rücken blockiert, eingerostet oder einfach nicht mehr so beweglich wie früher. Dieses Gefühl kann unterschiedliche Ursachen haben. Und es ist nicht immer eine klare Struktur betroffen, wie Bandscheiben oder Gelenke. Häufig entsteht diese Steifheit durch ein Zusammenspiel. Bewegungsmangel, zum Beispiel durch viel Sitzen oder Schonhaltung, muskuläre Schutzspannung, wenn man Schmerzen hat, Veränderung an den kleinen Wirbelsäulegelenke, die Facettengelenke, und auch das zentrale Nervensystem, wie zum Beispiel eine Schmerzvermeidung oder Unsicherheit bei Bewegung. Was die Forschung dazu sagt? Studien aus der modernen Rehabilitation zeigen, wenn Menschen über Monate oder sogar Jahre ihre Lendenwirbelsäule kaum bewegen, etwas aus Angst vor Schmerzen oder nach Operationen, dann versteifen die Wirbelgelenke regelrecht. Und das kann auch passieren, ohne dass man im MRT oder im Röntgen etwas sieht. Diese sogenannte segmentale Steifigkeit betrifft häufig den unteren Lendenpartie. Also genau die Bereiche, die für die Beweglichkeit beim Bücken, Dehnen oder Aufstehen wichtig sind. Gleichzeitig zeigen Studien, dass sie die Beweglichkeit dieser Region bessern lässt und damit auch die Schmerzen weniger werden, wenn man gezielt daran arbeitet. Neben die Kräftigung ist es auch genauso wichtig, dass sie den Rücken wieder möglichst frei bewegt, und zwar vollständig. Deshalb sollte jedes gutes Trainingsprogramm bei chronischen Rückenschmerzen auch gezielte Beweglichkeits- bzw. Mobility-Übungen beinhalten. Die Muskeln lernen, sich wieder durch ihren vollen Bewegungsumfang zu bewegen. Verkürzte oder verspannte Strukturen können gezielt mobilisiert und gedehnt werden. Durch die Kombination von Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer wird der Rücken funktionell gestärkt. Also für den Alltag besser belastbar. Und du hast weniger Schmerzen. Wenn du deinen Rücken wieder beweglicher machen willst, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Und du brauchst keine Geräte oder kein Fitnessstudio. Nur etwas Geduld und die Bereitschaft, regelmäßig kleine Bewegungsimpulse zu setzen. Und genau das zeige ich dir jetzt. Also, für die erste Übung, setz dich auf den Boden hin. Deine Beine solltest du beugen in bequeme Schneidersitzposition. Und als erstes beginnst du mit deinen Händen, die solltest du nach hinten bringen. So weit wie du kannst hinter dir platzieren. Dann den Brustkorb nach oben Richtung Decke bringen in eine schöne Streckung. Versuche bewusst von der Lendenwirbelsäule in Hohlkreuz zu gehen. Und als nächstes nach unten, großen Kreis mit den Armen, die Hände nach vorne. Und du ziehst deinen Rücken so weit wie du kannst vorwärts. Deinen Oberkörper ganz weit nach vorne bewegen. Um dann kreisende Bewegung von den Armen hinter dir platzieren, Brustkorb wieder zur Decke bringen. Tief einatmen, dann hast du die Rippenbewegung noch dazu. Stützt dein Oberkörpergewicht schön auf den Arm ab. Ausatmen, kreisende Bewegung, den Rücken rund machen, Hände nach vorne und so weit wie du kannst dich vorwärts bewegen. Wieder einatmen nach hinten, Kopf zur Decke, Brustkorb nach oben nehmen, einatmen und dann wieder Wirbelsäule rund machen, Hände nach vorne, so weit wie du kannst, vorwärts beugen.
und wieder nach hinten hin. Falls du eine Bewegungseinschränkung der Hüfte hast, versuche das Bein, wo du Beschwerden hast, oben zu lassen. Dann wird dieses Bein oder die Hüfte etwas weniger belastet. Diese Bewegung solltest du dann 12 bis 15 Mal wiederholen. Und als nächstes geht es nun um die Streckung und die Dehnung der Hüftbeuge. Dafür versuche mal, auf die Fersen zu sitzen. Du beginnst die Übung in dieser Position. Als nächstes gibst du dann einen Schritt nach vorne mit dem Bein und versuchst aus dieser Position den Rumpf zu strecken. Hände wieder nach unten, das Bein wieder zurück und wieder auf den Fersensitz, Rücken nach oben. Und jetzt das Beinwechsel. Hände nach vorne, das andere Bein nach vorne, diese Hüfte soll gestreckt werden. Brustkorb wieder Richtung zur Decke bringen, dass du vorne in den Bereich eine Dehnung spürst und gleichzeitig wird hier aktiviert, um die Stabilität zu haben. Hände wieder Richtung Boden und wieder auf dem Ferse sitzt, Rücken nach oben hin. Hände nach vorne, ein Bein, Hüftstrecken. Der Hüftbeuge, wenn der gedehnt wird, hat es auch einen positiven Effekt auf deine Rückenbeschwerden. Wieder zurück und wieder in die Streckung nach oben. In die Beugung vorwärts, Hüften nach vorne bringen, Hände auf den Boden, wieder auf den Fersensitz. Und diese Bewegung machst du dann jetzt abwechselnd rechts und links. Zähl mal für eine Seite und dann wieder tauschen. Fersensitz, Rücken nach oben, etwas beugen und 10 Mal für die andere Seite. Diese Serie nochmal 2 bis 3 Mal wiederholen, wird der Effekt noch intensivieren. Und für unsere letzte Übung auf dem Boden bzw. in der Rückenlage geht es nun um die Drehbewegung der Wirbelsäule. Was ich sehr häufig in der Praxis sehe, ist, dass bei diesen Übungen Menschen einen kleinen Fehler machen und das zeige ich dir jetzt. Du solltest dich auf den Boden hinlegen. Deine Beine sind gestreckt, beide, und du bist mit dem Körper in eine Linie. Schulter, Becken, Beine in eine Linie hin. Das untere Arm kannst du locker den Kopf ablegen, um jetzt stabil in der Position zu bleiben. Das obere Bein, das sollst du jetzt so beugen, dass dein Fuß in der Kniekehle ist, von dem Bein, was unten auf dem Boden liegt. Und dein Knie bleibt jetzt auf dem Boden. Den anderen Arm platzierst du jetzt an den Nackenbereich. Du kannst auch gerne die Hände verschränken und so im Nacken nehmen. Den Ellenbogen nach oben Richtung Decke zeigend. Und aus dieser Position gehst du erst in eine Drehung rein vom Rumpf. Du versuchst so, als ob du den Schulterblatt Richtung Boden bringen willst. Und in dieser Partie solltest du dann eher eine Dehnung spüren. So weit wie du kannst nach hinten. Und dann den Ellenbogen wirklich bis nach vorne bringen Richtung Boden. Einatmen, den Rumpf drehen, nach hinten und dann wieder nach vorne bewegen. Was ich sehr häufig in der Praxis sehe, ist, dass die Patienten dann nur den Arm bewegen, aber vom Rücken selbst kaum die Bewegung zulassen. Es geht mir vielmehr darum, das Schulterblatt Richtung Boden zu bewegen, diese Drehbewegung oder diese Position vom Rumpf zu erzeugen, als jetzt nur den Schulter bzw. den Ellenbogen Richtung Boden zu kriegen. Und das Gleiche gilt dann auch, wenn man sich vorwärts bewegt. Die Wirbelsäule, da in den unteren Rücken, da soll die Bewegung hinkommen. 12 Mal in eine Richtung, dann gerne auch einmal drehen, wieder in einer Linie bleiben, Beine gestreckt, Hände hinter den Nacken verschränkt, Fuß in der Kniekehle, Knie auf dem Boden und auch hier Schulterblatt Richtung Boden hin bewegen, Rumpf drehen und dann wieder zurück nach vorne, bis der Ellenbogen auf dem Boden ist. Einatmen nach hinten, Wirbelsäule drehen, ausatmen, wieder nach vorne.
Und ebenfalls hier nochmal 12 Wiederholungen. Bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du noch weiter lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen Schmerzen lindern kannst und deine Beweglichkeit wieder zurückerobern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Und weiter geht mit unserer 4. Übung. Dafür wirst du jetzt einen Stuhl brauchen oder irgendein Möbelstück, wo du dich etwas anlehnen kannst bzw. festhalten kannst. Stell dich so weit von diesem Gegenstand entfernt, dass du, wenn du deinen Rumpf vorwärts bewegst, dass nur deine Hände darauf kommen. Und das Wichtigste wäre, dass du von den Rücken mit der Rückenhüfte einen 90-Grad-Winkel erreichst. Also, so soll das aussehen. Deine Füße sind hüftbreit auseinander, deine Knie sollen die ganze Zeit gestreckt bleiben. Platziere deine Hände auf die Lehne drauf und nun beug deinen Rumpf nach vorne. Und was nicht passieren sollte, wie bei mir jetzt ist, dass mein Gesäß hinten, die Hüfte ist hinten im Vergleich zu meinem Sprunggelenk. Und wenn ich die Übung so machen würde, würde ich auch kaum eine Dehnung hier von der hinteren Oberschenkelmuskulatur spüren. Das heißt, ich gehe noch weiter nach hinten mit meinen Füßen, beuge dann meinen Rumpf noch weiter nach vorne, noch ein bisschen, genau. Und jetzt habe ich 90 Grad von Hüfte und Rücken und dadurch spürt man viel stärker diese Dehnung auf der hinteren Partie. Dein Rücken bleibt gerade. Nicht in Hohlkreuz, auch nicht durchhängen lassen. Und aus dieser Position bringst du jetzt dein linkes Arm zu deinem rechten Oberschenkel und versuch nun nach unten dich zu bewegen, bis zum Fuß. So eine Drehbewegung durchzuführen. Wieder hochkommen und das gleiche auf der anderen Seite. Rechter Arm Richtung Oberschenkel und dann noch weiter nach unten beugen und drehen. Ziel bei dieser Übung ist, dass du in dieser Partie jetzt eine Dehnung spürst. Und dafür ist es wichtig, dass du die Auflagefläche hast oder wo du die irgendwie festhalten kannst und hier noch weiter mit den Armen die Bewegung nach unten in die Drehung und Beugung zu verstärken. Wieder hochkommen und ebenfalls hier beugen und drehen. Hände wieder hoch. Beugen und drehen. Diese Übung ist perfekt sowohl für den unteren Rücken als auch für deine Hüftbeweglichkeit. Und oben und runter. 10-mal in jede Richtung sollen das werden, bis du dann mit dem Rumpf wieder hochkommst. Und das Ganze gerne noch 2- bis 3-mal wiederholen. Und für unsere letzte Übung solltest du dich hinstellen vor einer Wand. Hände nach oben platziert, schulterbreit auseinander. In der Position als erstes in die Knie gehen, bis du eine deutliche Dehnung in dieser Partie spürst. In dieser Position versuchst du jetzt beide Hände, du bleibst aber mit dem Abstand von dem Schulterbreite, bringst du beide Hände zu deiner Seite. Die Idee ist, dass du in dieser Partie eine schöne Dehnung spürst. Nicht das Becken bewegen, nicht die Knie bewegen. Du bleibst mit dem Rumpf oder halt mit der Beckenpartie und Hüfte stabil und bewegst nur den Oberkörper in so einer Seitneigung. So weit wie du kannst und in der Position für 30 Sekunden lang bleiben. Knie wieder strecken, dadurch löst du erstmal diese Vorspannung und dann machst du das gleiche nochmal in der anderen Seite. Hände schulterbreit an der Wand, Knie leicht beugen, nach unten fallen lassen und dann mit beiden Händen die Schulter breit bleiben, seitlich bewegen, der Rumpf bleibt stabil und dann 30 bis 45 Sekunden in der Position bleiben. Und auch hier solltest du diese Dehnungsübung 3-mal wiederholen, je Seite. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Übung. Ciao!